Meine Stimme für Inklusion. Hashtag 5. Mai. Mach mit. Sag es lauter. Mit unserer Kampagne Sag es lauter wollen wir die politische Teilhabe von Menschen mit Behinderung in der politischen Bildungsarbeit in Vereinen stärken. Interview mit Fidi Baum. Ja, herzlich willkommen, Fidi, zu diesem Interview. Ich freue mich sehr, heute mit dir über ein paar spannende Themen sprechen zu können und würde ganz gerne mit einem Song von dir einsteigen. Ey, wer ich bin? Eine Mischung aus einem Herzensbrecher und einem Schwerverbrecher. Der schlimme Finger, wer ich bin? Meine beste Seite und dann merke ich, dass ich echt gemein bin. Der schlimme Finger. Darin bezeichnest du dich als eine Mischung aus einem Herzensbrecher und einem Schwerverbrecher, als Musterschüler, aber auch als jemand, der krumme Dinger macht. Und das sind ja ziemliche Gegensätze. Ich fand diese Kontraste ganz spannend und dachte mir so, wer bist du dann eigentlich? Wer ist Graffiti und wer ist Fidi Baum? Wow, das ist erstmal interessant, weil so eine Fragestellung ich in der Form noch nie gestellt bekommen habe. Erstmal danke für die tolle Frage. Also Fidi Baum bin erstmal ich als Privatperson und Graffiti ist erstmal die Kunstfigur oder der Rapper, der ich bin auf der Bühne. Und bezogen auf den Song, den du da genannt hast, sind es natürlich aber auch die Gegensätze, die in mir drin sind. Und ich habe, dadurch, dass ich Rapper bin, eben auch, bin ich sagen wir mal, in einem klassischen Rapper-Umfeld vielleicht auch mal aufgewachsen oder hatte so die Wunschvorstellung, eventuell da so einem Rapper-Klischee-Leben auch nachzugehen. Und auf der anderen Seite ist dann aber eben auch die Realität. Ich habe eben studiert, soziale Arbeit und genau, habe in der Kinder- und Jugendarbeit angefangen, bin jetzt da mittlerweile auch schon ein paar Schritte weiter. Und so schlagen da einfach zwei Herzen in meiner Brust, die ich mit dem Songtext zum Ausdruck bringe. Und manches ist vielleicht wahr und anderes ist vielleicht etwas überzeichnet. Total spannend. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet in unserem Vorgespräch. Du machst super viele Dinge. Du bist Sozialarbeiter, du bist Rapper, du bist Inklusionsbotschafter. Du arbeitest an Konzepten für leichte Sprache. Du bist aber auch Influencer, also Influencer für Inklusion. Was ist dir daran so wichtig? Welche Ziele verfolgst du mit diesen total unterschiedlichen Aktivitäten, die dich ausmachen? Na, in erster Linie glaube ich, irgendwie die Welt ein Stückchen besser machen. Weil nicht alles, was ich mache, hat ja unbedingt immer was mit Inklusion zu tun. Oder eigentlich schon, eigentlich doch. Aber es ist nicht so, ist jetzt nicht so, dass ich morgens aufstehe und sage, so, ich muss jetzt einen Post setzen, um mich für Inklusion einzusetzen. Oder wenn ich hier und da auftrete, dann ist das so präsent in meinem Kopf. Das Ding ist halt, ich habe von Geburt an eine körperliche Behinderung und das heißt, alles, was ich tue oder jedes Mal, wenn ich mit Menschen in Kontakt trete, dann ist das Inklusion. Ich würde jetzt mal sagen, wenn ich jetzt irgendwo hingehe zu einer Veranstaltung und das hat dann eher was irgendwie mit Hobby und Freizeit zu tun, also zum Thema Gaming so, dann hat das jetzt vielleicht gar nichts mit Inklusion zu tun. Es sei denn jetzt natürlich, ich soll jetzt zum Beispiel irgendwo selber spielen und dann werde ich gefragt, sag mal, wie spielst du denn? So wie ich das vor kurzem hatte, als der Kika hier war und mich gefilmt hat, wie ich einfach zu Hause irgendwie Computer spiele. Und dann hat es auch immer wieder doch mit Inklusion zu tun, weil wir dann die Frage geklärt haben, wie ich denn selber zocke mit nur 6 Fingern. Und dann war eben da das Thema Barrierefreiheit oder Barrierearmut in Computerspielen mit drin. Um die Frage kurz zu beantworten, es hat eigentlich alles immer irgendwie mit Inklusion zu tun, sobald ich aufwache. Ja. Ja, Inklusion hören wir ja super oft. Ist das in deinen Augen eher ein Ideal, einfach ein schöner Begriff? Oder wird das auch endlich langsam wirklich zur gelebten und auch gespürten Realität? Und wo nimmst du auch vor allem Deutschland so auf diesem Weg oder auf diesem Prozess wahr? Wo stehen wir da gerade? Ja, es ist so ein Schlagwort geworden, ne? Inflationär benutzt. Und vielleicht, es wird auch, glaube ich, oft benutzt, so als, um sich so reinzuwaschen, von wegen so, ja, wir sind doch hier schon inklusiv und wir machen doch. Und ach, das ist immer so schwierig, weil ich kann da so verschiedene Perspektiven einnehmen. Man muss da vielleicht dazu erstmal noch sagen, ne? Ich habe, wie gesagt, in meinem einen Arm nur einen Finger. Ich habe eine Gehbehinderung.
und nenne mich gerne Teilzeit-Rollstuhlfahrer. Das heißt, ich habe die Perspektive eines Menschen in einem Rollstuhl. Aber wenn irgendwo mal der Fahrstuhl kaputt ist und wenn da eine Treppe ist, dann kann ich Treppen laufen. Ich lebe alleine, ohne Assistenz, in einer nicht barrierefreien Wohnung. Das heißt, für mich als Mensch mit Behinderung ich habe nicht das Gefühl wirklich, dass ich großartig eingeschränkt werde, sage ich mal. So, das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite nehme ich natürlich die Perspektiven auf von anderen Aktivistinnen im Bereich Inklusion und beschäftige mich damit und trete dafür auch ein, weil das ja selber auch mein Job mittlerweile geworden ist seit mehreren Jahren. So, wo steht Inklusion deutschlandweit? Immer noch ziemlich am Anfang. Natürlich kann man sieht man da Fortschritte, aber es wird ja auch immer gefragt, so ist Inklusion möglich? Ja, natürlich ist Inklusion möglich so. Die Frage sollte eigentlich nur immer sein, so, okay, wie können wir das jetzt umsetzen? Weil es ist eben, wir haben da kein Recht darauf, oder jeder Mensch, ne? Man denkt ja auch mal bei Inklusion, oh, das hat was mit Menschen mit Behinderung zu tun. Ja, auch. Ne? Ihr ja sicherlich auch wisst, Inklusion bedeutet einfach, ich will am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, unabhängig meiner Behinderung, meines kulturellen Standes, Hautfarbe, Sexualität, wie auch immer. Und kurz gesagt, Inklusion ist kein Wunschdenken, ne, das ist kein Traum, sondern es ist gelebte Realität, für die wenige Menschen jeden Tag vehement einstehen und eben eine große Mehrheit noch davon überzeugen muss, dass das nicht einfach nur Wunschdenken ist, sondern dass das machbar ist. Und all die Menschen, die sagen, das geht doch alles gar nicht, denen müssen wir halt immer wieder zeigen, eines Besseren belehren und denen eben auch sagen, so, ey, es gibt sowas wie die UN-Behindertenrechtskonvention, ja, und das Behindertengleichstellungsgesetz und viele andere Gesetze, die Menschen mit Behinderung eben auch ein Recht zugestehen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und daran müssen wir die Menschen dann eben auch mal wieder erinnern und festnageln. So in dieser ganzen Debatte steht ja, wenn wir über Menschen mit Behinderung sprechen, die Behinderung erstmal immer total im Vordergrund, so im gesellschaftlichen Kontext. Wie schaffen wir es denn, dass die Kompetenzen, die Menschen mit Behinderung ja genauso haben, in ganz, ganz vielen Bereichen, dass die in den Fokus gerückt werden? Naja, dafür muss erstmal in der Arbeitswelt die Offenheit dafür da sein, dass Menschen mit Behinderung nicht eine Last darstellen für Unternehmen. So. Und das ist noch ein großes Problem, gerade in Deutschland. Ich bin da gar nicht so firm, wie es in anderen Ländern ausschaut, aber wahrscheinlich nicht sehr viel besser. Dass große Unternehmen in Deutschland sich eben immer noch freikaufen können von diesem Prozentanteil. Die Pflichtquote in Unternehmen. Bundesweit sind Betriebe dazu verpflichtet, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Die Quote liegt bei 5% der MitarbeiterInnen. Falls Betriebe dem nicht folgen, muss eine Ausgleichsabgabe gezahlt werden. Der erste Schritt oder einer der wichtigsten Schritte wäre, diese Pauschale, um sich dort freizukaufen, dass man sie vehement erhöht. Und dann muss eben auch noch viel Arbeit geleistet werden an entsprechenden Stellen, bei der Agentur für Arbeit, bei den Jobcentern und bei den entsprechenden Personen, die Mitarbeiterinnen einstellen, dass man sagt, ein Mensch mit Behinderung ist eben keine Last und ist nicht eine Summe X extra, die wir zu zahlen haben, damit dieser Mensch bei uns arbeiten kann, sondern ist im schlechtesten Fall einfach ein weiterer Mitarbeiter, der hier Arbeit macht, und im besten Fall eine unglaubliche Bereicherung, weil er oder sie Fachmann, Fachfrau in eigener Sache ist. Wie mein guter Freund Rolf Krauthausen immer gesagt hat, auch Menschen ohne Behinderung haben ein Recht darauf, behinderte Menschen kennenzulernen. Cool, dann gern mal auf dein Rapper-Dasein. Du hast 3 Alben veröffentlicht, du hast super viele Songs zu den unterschiedlichsten Themen geschrieben. Und ich frage mich so, welche Hürden musstest du in Bezug auf deine künstlerische Karriere vielleicht schon überwinden? Also Barrieren wenn ich auftrete, relativ selten, weil ich da sagen muss, dass, und das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich vielleicht gleich sagen kann, ne, zum Barrierenabbau,
weil ich immer gefragt werde, so ja, Graffiti oder Fidi oder Herr Baum, was können wir denn machen, um hier unsere Location barrierefreier zu machen? Und das Erste, was ich immer sage, ist, geht in Dialog, fragt, was können wir tun? Man braucht nicht immer unbedingt Geld, um Barrieren abzubauen, sondern man muss erstmal fragen und sich ernsthaft Gedanken machen und vor allen Dingen mit den Personen, um die es dann auch geht, in dem Fall dann mich, fragen, was man machen kann. Auf was für Barrieren bin ich gestoßen während meiner künstlerischen Tätigkeit? Ich habe ja, du hast gesagt, ich habe 3 Alben released, das ist vollkommen richtig. Also man findet 3 Alben auf Spotify. Ich habe noch andere Sachen released, aber die waren dann davor und deswegen auch nicht von großer Relevanz. Ich habe mal versucht vor 6 Jahren, oder ich habe mich bei Labels beworben, bei sozusagen den großen Labels, da kam dann entweder gar nichts zurück oder wenn was zurückkam, war so, ja, ganz cool, aber passt nicht in unser Portfolio. Und ich glaube bis heute, dass das auch damit zu tun hatte, ich habe keinen gegenteiligen Beweis, weil sich natürlich die Labels dazu nie anderweitig geäußert haben, aber meine Vermutung ist, dass sie sich gesagt haben, okay, den wollen wir einfach nicht unter Vertrag nehmen, weil irgendwie wir nicht wissen, wie wir den vermarkten sollen. Ganz kurz und knapp gesagt, Behinderung ist nicht sexy genug. Ich habe dann selber 2015 bei meinem damaligen Album Ich mache das mit links mir Labelstrukturen eingekauft und da habe ich ziemlich schnell die Erfahrung gemacht, okay, wenn du sowas machst, dann wird nur so lange für dich gearbeitet, wie lange eben die Vertragslaufzeiten sind, also für Online-Promotion, für deine Sachen ins Netz stellen, das Presswerk. Und das war eine ziemlich nüchterne Zusammenarbeit und nicht sonderlich von Erfolg geprägt. Genau, deswegen habe ich jetzt mittlerweile über die Jahre eben auch mehr mich dazu hingearbeitet, dass ich Auftragsarbeiten mache, einzelne Songs mache, ansonsten mit altem Material Live-Auftritte mache und gar nicht mehr den Traum verfolge, den ich sicherlich mal hatte, jetzt großer Rapstar zu werden, weil ich mit dem, was ich jetzt mache, merke, dass ich eine kleine, aber feine Nische besetze, die nur ich so in dieser Form bis jetzt besetzen kann. Und das macht mich sehr, sehr glücklich und zufrieden, weil ja, es ist eine sinnvolle, erfüllende Tätigkeit und Arbeit. Du nutzt ja deine Skills auch in der Arbeit mit Jugendlichen und Kindern in Workshops, die du gibst. Warum sind Kinder und Jugendliche vor allem so in der politischen Bildungsarbeit vielleicht auch eine ganz besonders wichtige Zielgruppe? Ich glaube, aber diese Frage hast du eigentlich schon selber beantwortet, weil sie natürlich die Gesellschaft von morgen sind. Und weil wenn ich mit Schülerinnen zusammen etwas mache, ich mit meinem Auftreten dafür beitrage, dass sie einen anderen Umgang mit Menschen mit Behinderungen zum Beispiel haben. So, und das ist wahnsinnig wichtig. Also gerade auch zu meiner 4 Jahre Arbeit in der Kinder- und Jugendeinrichtung habe ich immer sehr einprägsam diese Bilder, wo die kommen dann ja, die waren so 5., 6. Klasse und sind dann meistens so bis Anfang 7. da bei uns in der Einrichtung geblieben, weil danach, weißt du, ne, 7. Klasse, man wird cool, man wird erwachsen, dann geht man nicht mehr in so eine Einrichtung so. Aber dann so die 5-Klässlerinnen, die kamen dann immer, und ich habe immer schon genau gesehen, wenn eben ein Kind noch keinen Kontakt zu Menschen mit Behinderung hatte, weil, genau, dann werde ich halt mal angeguckt und dann gibt es immer große Augen und dann kamen immer irgendwann die 3 Fragen: Warum hast du nur 6 Finger, warum läufst du so komisch und warum brauchst du einen Rollstuhl, wenn wir Ausflüge machen, weil wenn ich in der Einrichtung war, war ich da immer ohne Rollstuhl. Und dann habe ich das den Kindern immer erklärt und dann hat das relativ kurz gedauert, bis das verarbeitet wurde, weil das ist ja das Großartige an Kindern oder jungen Erwachsenen, dass sie relativ schnell Dinge einfach annehmen können und das dann abspeichern und dann ist das halt normal. Da wächst eine neue Generation heran, die eben viel, viel offener ist zum Thema Behinderung, zum Thema Diversität, zum Thema Klima, Umweltschutz, und das ist unfassbar wichtig und notwendig, das werde ich euch nicht sagen müssen. Ja, das brauchen wir. Wir brauchen so eine weltoffene, junge Gesellschaft. Ja, deine Worte sind super hoffnungsgebend, finde ich. Wir kommen leider schon so langsam zum Ende dieses Gesprächs. Ich würde dich aber total gerne noch fragen, ob du irgendwas hast, was du uns allen Menschen, die das hier sehen werden, gerne mitgeben würdest. Ganz kurz und knapp, denkt immer daran, es ist normal, verschieden zu sein. Super nice. Ich glaube, das können wir einfach so stehen lassen. Und ich fand es ein super, super wertvolles Gespräch.
Vielen Dank. Ja, Eine bitte. Mischung aus einem Herzensbrecher und einem Schwerverbrecher. Der schlimme Finger, wer ich bin, meine beste Seite. Und dann merke ich, dass ich echt gemein bin.